Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder eine richtig schicke kleine Bell UH1D für euch, und zwar die neue F07S von Yuxiang. Die Bell ist hier wieder anfängerfreundlich ausgestattet mit GPS, Höhensensoren und im Design der US Coast Guard. Ich zeige euch heute natürlich wieder alles, was mitgeliefert wird. Ich zeige euch die Bell UH1 etwas genauer und natürlich auch die Fernsteuerung und die Funktionen. Und wie immer gehen wir am Ende auch wieder fliegen. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß. Let's go! Ja, geliefert wird die Bell UH1 hier in einem schicken Alukoffer. Hier kann man auch wunderbar alles mit transportieren später. Dann machen wir den Koffer einmal auf und haben hier als erstes natürlich wieder die Bedienungsanleitung, hier in Englisch. Dann haben wir als nächstes eine Tüte. Darin befindet sich das USB-A auf USB-C Ladekabel, ein kleiner Scheinwerfer, den wir nachher noch am Akku anstecken können, natürlich etwas Werkzeug, die Ersatz-Hauptrotorblätter und einen Ersatz-Heckpropeller. In einer weiteren Tüte haben wir dann noch die zwei Heckfinnen, die wir gleich noch anstecken müssen. Dann haben wir als nächstes den 2S 1200 mAh LiPo-Akku im Hardcase. Hier gibt es wieder einen Slide-Lock-Anschluss, auf der Seite einen USB-C-Anschluss zum Laden und obendrauf noch den Ein-Aus-Knopf mit Status-LEDs und noch einen 5-Volt-Anschluss für den Landescheinwerfer. Dann haben wir als nächstes schon die schicke Bell UH1, die zeige ich euch natürlich gleich noch etwas genauer. Und am Ende haben wir noch die 2,4 GHz Fernsteuerung, diesmal mit einer Dualantenne und natürlich auch mit federbelasteten Steuersticks. Hier habe ich jetzt mal die schicke Bell UH1 in den Händen. Ich habe hier auch wieder die Seitenfinnen schon mal angesteckt. Auch hier reicht es, wenn man die einfach nur einsteckt. Das ist stabil genug, denn mit montierten Heckfinnen passt die Bell leider nicht mehr in den Koffer zum Transportieren. Wir haben hier wieder, wie ich finde, ein richtig schickes Modell mit einer richtig schönen Lackierung. Diesmal glänzend lackiert und im US Coast Guard Design. Wir haben hier natürlich auch wieder viele Nieten auf dem Rumpf verteilt. Was ich hier auch wieder richtig cool finde, dass man die Seitentüren hier auf beiden Seiten wieder aufschieben kann. Vorne haben wir noch eine Antenne und einen Cable Cutter angebracht. Auch hier sind wieder eine Menge Details angeformt und auch der Turbinendom ist wieder sehr schön dargestellt worden. Das Landegestell ist jetzt auch ganz nett, aber nicht so detailliert wie bei manch anderen Modellen. Die Lackierung ist hier auch sehr sauber gemacht worden. Manche Decals sind hier mit unter dem Klarlack angebracht, die Logos zum Beispiel aber sind hier auf dem Klarlack drauf. Der komplette Rotorkopf besteht hier aus Metall, genauso wie die Hauptrotorwelle. Die Taumelscheibe besteht teilweise aus Kunststoff und teilweise aus Metall. Angesteuert wird die Taumelscheibe natürlich hier wieder von 3 Mikroservos. Oben auf dem Rotorkopf haben wir auch wieder die UH1-typische Paddelstange. Die Rotorblätter sind hier schwarz und haben an den Enden noch 3 Streifen, genauso wie die Heckrotorblätter. Der Hauptrotor wird hier direkt angetrieben von einem Brushless-Motor, genauso wie der Heckrotor, der wird ebenfalls direkt über einen Brushless-Motor angetrieben. Der sitzt hier auch wieder auf der richtigen Seite in Flugrichtung links. Die Scheiben sind hier getönt, klar ausgeführt, sodass man wieder ein bisschen auf die Elektronik schauen kann. Oben auf dem Turbinendom haben wir noch eine kleine Status-LED. Wofür die da ist, zeige ich euch gleich noch. Ansonsten haben wir hier als Beleuchtung noch links und rechts 2 Positionsleuchten. Einmal in Flugrichtung rechts eine grüne und in Flugrichtung links eine rote LED. Zusätzlich haben wir unten noch, wer möchte, den mitgelieferten Scheinwerfer, den wir hier an den Akku stecken können. Der leuchtet normalerweise auch, nur bei mir scheint was mit den Kontakten nicht richtig zu sein, deswegen geht er hier leider nicht an. Wie gesagt hat die Bell auch ein GPS-Modul verbaut, das befindet sich hier hinter der Cockpithaube. Die kann man im Notfall auch über 4 kleine Schrauben lösen. Auf der Unterseite haben wir dann die Höhensensoren, und zwar einmal hier den optischen Höhensensor und dahinter den LiDAR-Sensor. Ansonsten ist der Unterboden eher schlicht gehalten. Hier vorne haben wir dann wieder das Akkufach. Hier können wir dann den Hardcase-LiPo wieder einfach einstecken, bis die beiden Clipse einrasten. Dann können wir über einen längeren Druck auf den Knopf den Heli einschalten. Und zum Rausholen müssen wir die beiden Clipse wieder zusammendrücken und können den Akku dann rausholen. Die Bell hat einen Rotordurchmesser von ca. 370 mm, eine Länge von ca. 380 mm und ein Abfluggewicht von ca. 325 Gramm. Ja, wir haben hier eine 2,4 GHz 8-Kanal-Fernsteuerung aus Kunststoff, diesmal mit einer Dualantenne, die man auch immer vor dem Fliegen ausklappen sollte. Die Fernsteuerung hat eine gute Größe und liegt auch gut in der Hand. Die Knüppelaggregate bestehen hier ebenfalls aus Kunststoff und die Knüppel selber aus Aluminium. Beide Knüppel sind wegen der GPS-Funktion hier auch wieder in allen Achsen federbelastet.
Hier oben mittig sitzt der Power-Knopf. Wenn wir den ca. 2 Sekunden gedrückt halten, geht die Fernsteuerung an. Unten haben wir ein großes LCD-Display. Hier werden alle wichtigen Infos angezeigt. Unter anderem auch ein paar Telemetriedaten wie Flughöhe, Fluggeschwindigkeit und Flugrichtung. Und natürlich auch die Flugmodi und die GPS-Satelliten. Und auch die Akkuanzeige für Fernsteuerung und Heli bekommen wir hier angezeigt. Neben dem Display auf der rechten Seite haben wir noch einen Knopf für die automatische Landung. Dann haben wir rechts unten noch einen Knopf, das ist dann für die FPV-Fliegerei. Da können wir dann Fotos und Videoaufnahmen mit starten. Links neben dem Display haben wir unten noch einen Knopf zum Umstellen der Dual Rate bzw. der Taumelscheibenausschläge. Da gibt es dann einmal Low für geringere Ausschläge und High für etwas höhere Ausschläge. Und darüber haben wir noch einen Knopf, um den Steuermod umzustellen. Hier haben wir dann die Wahl zwischen Mode 1 und Mode 2. In der Mitte unter dem Power-Knopf gibt es auch noch eine Aufhängeöse für einen Nackengurt. Die Trimmknöpfe haben hier diesmal keine Funktion. Dann haben wir oben noch 4 Schalter. Und zwar ganz rechts einen 3-Stufen-Schalter. Hier haben wir in der oberen Stellung den Optical Flow Mode, das heißt, hier fliegt der Heli mit Unterstützung des optischen Höhensensors und hält dadurch automatisch die Höhe, ist aber nicht GPS unterstützt. In diesem Mode leuchtet dann auch die Status-LED hier oben am Heli rot. In der Mittelstellung haben wir dann den GPS-Mode. Hier fliegt der Heli dann komplett mit GPS-Unterstützung. Das heißt, er hält natürlich dadurch auch wieder die Höhe automatisch und bleibt auch in der Luft stehen, wenn man alle Sticks loslässt. Also der perfekte Mode eigentlich für die Einsteiger. Im GPS-Modus leuchtet dann die Status-LED am Heli grün. Und in der hinteren Stellung leiten wir dann die Return-to-Home-Funktion ein. Natürlich wird die Return-to-Home-Funktion auch automatisch eingeleitet, wenn der Akku im Heli zur Neige geht. Links daneben haben wir dann noch einen 2-Stufen-Schalter. Das ist der Motorausschalter. Wenn der Schalter in der hinteren Stellung steht, ist der Motor gesperrt und kann nicht angeschaltet werden. Das würde ich aus Sicherheitsgründen auch immer empfehlen. Und wenn wir fliegen möchten, muss der Schalter in die obere Stellung, damit der Motor dann entsperrt ist und angeschaltet werden kann. Auf der linken Seite haben wir dann noch einen 2-stufigen Flugmode-Schalter. In der vorderen Autostellung wird dann entweder der Optical Flow Mode oder der GPS Mode verwendet, je nachdem was eingestellt ist. Und in der hinteren Stellung im Manual Mode können wir dann den Heli ganz ohne Höhensensor und GPS fliegen. Hier driftet der Heli dann auch weiter, wenn wir die Sticks loslassen, ist aber natürlich über den Gyro noch weiter stabilisiert. Ganz links haben wir dann als letztes noch einen VIP-Schalter, mit dem wir im aktivierten Auto- und GPS-Modus 2 autonome Flugfiguren fliegen können. Und zwar, wenn wir den VIP-Schalter einmal nach vorne drücken, geht der Heli automatisch in eine Startposition und fliegt von dort aus autonom GPS-gesteuert achten. Und wenn wir den VIP-Schalter einmal kurz nach hinten drücken, geht der Heli auch wieder in eine Startposition und beginnt dann mit einem automatischen Kreisflug. Auch hier wird natürlich die Höhe über GPS gehalten. Beide Funktionen können durch Betätigen einer Stickbewegung jederzeit abgebrochen werden. Und zu guter Letzt haben wir auf der Rückseite noch das Batteriefach. Hier passen 4 AA-Batterien rein. Einen Griff haben wir an der Fernsteuerung leider nicht. Vor dem allerersten Flug sollte man auch unbedingt den Kompass einmal kalibrieren, da es sonst sein könnte, dass das GPS nicht vernünftig arbeiten kann. Dazu müssen wir natürlich die Fernsteuerung einschalten und in den GPS-Modus stellen. Dann machen wir natürlich auch den Heli an und stellen ihn wieder auf eine ebene Fläche. Die Status-LED blinkt gelb. Wenn die Status-LED grün blinkt, ist er fertig initialisiert und wir können jetzt bei Steuermode 2 den linken Stick nach unten außen und den rechten Stick nach oben außen bewegen. So kommen wir in den Kalibrierungsmodus für den Kompass. Jetzt blinkt die Status-LED schnell gelb und wir müssen den Heli horizontal um die Rotorachse drehen, bis die LED schnell grün blinkt. Jetzt müssen wir den Heli senkrecht halten und ebenfalls um die eigene Achse drehen, bis die LED wieder langsam grün blinkt, wenn noch GPS-Satelliten gesucht werden oder dauerhaft grün blinkt, falls schon vorher Satelliten gefunden wurden. Zum Kalibrieren des Gyros den Heli ebenfalls wieder auf eine gerade Fläche stellen. Bei Mode 2 den linken Stick nach oben links und den rechten Stick nach unten rechts legen. Dann blinkt die Status-LED kurz mehrmals. Danach leuchtet die LED wieder entsprechend dem eingestellten Flugmod. Den Rückenflug können wir einleiten, indem wir im GPS-Modus fliegen und eine Höhe von mindestens 8 Meter haben. Dann können wir durch Drücken der Mode-Taste die Rückenflugfunktion aktivieren und dann zum Beispiel mit dem Rollknüppel nach rechts den Heli automatisch auf den Rücken legen. Er wird dann direkt wieder stabilisiert, denn er bleibt ja weiterhin im GPS-Modus. Und was alle Anfänger freuen wird, es bleiben alle Steuerfunktionen so wie in der Normalfluglage, also muss man nicht umdenken beim Rückenfliegen. Mit der gleichen Prozedur können wir den Heli dann oberhalb der Mindestflughöhe auch wieder in die Normalfluglage zurückbringen.
Ja, am Ende natürlich auch hier wieder ein kleines Fazit. Optisch finde ich die Bell wirklich ein Highlight. Ich finde die Farbkombi echt schick und auch die ganzen Details machen das Modell zu einem echten Hingucker. Auch, dass man die Türen hier hinten aufmachen kann, finde ich wirklich super und macht auch im Flug echt was her. Fliegerisch macht sie auch das, was sie soll. Sie fliegt sehr ruhig und auch sehr stabil. Und im GPS-Modus kann einem Anfänger auch nicht wirklich was passieren. Aber auch im Sensormodus ohne GPS und auch im manuellen Modus lässt die Bell sich echt unkompliziert fliegen. Was ich hier allerdings etwas schade finde, ist, dass die Pitchwirkung bei mir nach unten relativ gering war. Zumindest war das bei meinem Modell jetzt so. Und was auch negativ aufgefallen ist, dass die Bell bei Rechtskurven immer leicht nach oben gegangen ist und bei Linkskurven immer leicht nach unten. Das hat er erstaunlicherweise auch im GPS-Modus gemacht, wo er eigentlich auch die Höhe halten sollte. Das konnte man zum Beispiel auch beim 8. Flug gut beobachten. Da ist er auch immer leicht gestiegen oder leicht gesunken. Ansonsten war hier wieder alles prima, wie es sein soll. Der Rückenflug hat funktioniert. Da bleibt ja dann auch die Steuerung so wie Normalfluglage und auch die Stabilisierung bleibt. Und auch die Return-to-Home-Funktion hat prima funktioniert. Alles in allem also ein schickes und gut fliegendes Modell, bis auf die 2 Punkte, die ich hatte mit dem Höhenunterschied in den Kurven und die Pitchwirkung nach unten. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Phänomen auch feststellen konntet bei euren Modellen oder ob das jetzt nur bei mir so ist. Ansonsten war es das jetzt wieder mit dem Video. Alle Links und Rabattcodes findet ihr unten in der Videobeschreibung. Lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abo und Glocke nicht vergessen, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Ich danke fürs Zusehen, sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.